Der Sponsor der heutigen Sendung ist Necton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Necton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Als Intro-Tierchen seit langem mal wieder unseren Nils, unseren hübschen, weißen, leucistischen Nilwaran. Der hat mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt passt auf, wenn er mal so in eure Richtung guckt. Der hatte am Maul, beziehungsweise hat noch ein bisschen ein Abszess. Aber er hat leider nach wie vor lange Krallen. Hatte einen Abszess am Maul, den wir haben behandeln lassen müssen. Und auch an seinem Schwanz. Ihr wisst, der hat wenig Probleme oder hat ja diesen kopierten Schwanz. Da hat er auch so eine Entzündung gehabt. Haben wir vom Tierarzt, ich glaube, oder zum Glück erfolgreich behandeln lassen. Soweit geht es ihm wieder recht gut. Sein Maul wird gleich ein wenig schief bleiben. Also er wird nicht unbedingt hübscher. Schwanz, Maul, überall so ein wenig seine Kriegsspuren. Aber insgesamt ein trotzdem gigantisch tolles, schönes Tier. Ich bin nach wie vor mächtig stolz auf meinen weltweit einzigen leucistischen Nilwaran. Wir haben jetzt ja auch ein Weibchen für ihn. Ich hoffe, jetzt nachdem er wieder auf dem Damm ist, wird er das Weibchen bepaaren und irgendwann wird es mal kleine Nils von ihm geben. Und ich wollte euch heute einfach mal wieder zeigen. So eine Standardfrage in der Terroristik ist immer, kann ich echte Pflanzen ins Terrarium reinmachen? Ne? Meistens, wir verkaufen nur Kunstpflanzen, wir verkaufen gar keine echten, der Aufwand wäre einfach zu groß. Aber die Frage kommt immer wieder, kann ich echte Pflanzen ins Terrarium reinmachen? Ja, ihr könnt echte Pflanzen reinmachen, ist wirklich eine tolle Sache. Zum einen sieht es super aus, zum anderen gibt es ein gutes Terrarienklima, ne? So echte Pflanzen erhöhen die Luftfeuchtigkeit im Terrarium, was ja immer ein Problem ist. Also ist auf jeden Fall was, wo ich euch theoretisch zuraten würde. Sei es gibt so verschiedene Rankenpflanzen, ne? Hier so ein klassischer Efeu. Vorsicht, Efeu ist giftig, kommt nur in Frage bei Schlangen oder Echsen, die definitiv keine Pflanzen fressen, aber da wäre ich schon vorsichtig, Schildkröten schon mal gar nicht. Also bei Schlangen kann man definitiv so ein Efeu nehmen. Ansonsten hier diese Efeututen heißen die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, lateinisch ist es so eine Phyloart, glaube ich. Die kann man sich ja so anzüchten, ne, indem man die ins Wasser legt, dann kriegt die Wurzeln. Ist sicherlich auch toll geeignet. Die ganzen Ficus, ne, Ficus benjamini, Ficus religiosa, wie sie alle heißen, sind bestimmt eine tolle Sache. Zum Beispiel für Chamäleon-Terrarien, ne, können die Chamäleons toll drauf rumklettern oder für alle Arten von kleinen Echsen können schön drauf rumklettern. Wie gesagt, würde ich euch vorbehaltlos empfehlen. Was zu beachten ist, das eine hatte ich gerade schon angesprochen mit der Giftigkeit. Ihr dürft natürlich keine giftigen Pflanzen zu irgendeinem grünen Leguan oder auch zu einer Bartagame, zu einer Dornschwanzagame, zu Schildkröten. Ne? Die fressen die Pflanzen auf und da müsst ihr euch sicher sein, dass sie ungiftig sind. Ne? Also bei den pflanzenfressenden Reptilien ist es sowieso schwierig, weil da müsst ihr euch halt entscheiden, wollt ihr Deko rein oder wollt ihr Futter rein. Ne? Also früher oder später wird das Deko dann immer zum Futter. Dann müsst ihr euch natürlich bei den Pflanzen bewusst sein, also eben pflanzenfressende Reptilien habe ich gerade angesprochen. Bei den Schlangen ist es auch nicht ganz so einfach. So ein Efeu, der hält relativ viel aus, da wird nicht allzu viel passieren. Aber bei anderen Arten von Pflanzen, zum Beispiel jetzt auch so Aloe Vera zum Beispiel, sowas Eingetopftes oder
bei den Efeututen bedingt. Die Schlangen haben natürlich ein unheimliches Körpergewicht, ne? Und die kriechen da drauf rum, die nehmen da keine Rücksicht auf eure Pflanzen, die lassen sich dran runtergleiten, also die reißen dran, die klettern drüber, die ziehen ran, also die machen schon jede Menge kaputt, ne? Da dürft ihr nicht traurig sein oder macht natürlich nichts rein oder nicht irgendwelche tollen Orchideen, die sind nach einer Woche hinüber, macht irgendwelche robusten Sachen rein. Das Zweite ist natürlich, ihr müsst das Klimatische beachten. In eurem Terrarium hat es mal mindestens 30 Grad, oder beziehungsweise je nachdem, Chamäleon vielleicht gleich ein wenig weniger, wenn er in die kühleren Bereiche geht. Aber die meisten Terrarien haben recht raue Temperaturen, recht hohe Temperaturen. Das halten viele Pflanzen auch nicht aus. Da müsst ihr schauen, halten sie es aus, halten sie nicht aus, müsst ihr euch vielleicht in der Gärtnerei erkundigen. Und mit Gärtnerei bin ich schon beim nächsten Stichwort. Mit den Pflanzen vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was Pestizide betrifft, ne? Also ich denke, wenn man jetzt in Discounter geht und sich aus dem Angebot irgend so eine Pflanze holt oder ohne jetzt irgendwelchen Baumärkten oder so nahe treten zu wollen, einige von den Pflanzen werden relativ stark mit Pestizide belastet sein, könnte ich mir vorstellen, wenn die so billig verkauft werden. Diese würde ich mal zumindest sehr gut abspülen mit Wasser, ne? Abbrausen, abspülen, abreiben, vielleicht ein paar Wochen stehen lassen. Ich würde auch die Erde, wo da drin ist, vielleicht austauschen gegen irgendeine unbehandelte Erde. Also ich würde an eurer Stelle aufpassen, dass ich mir nicht durch die Pflanzen irgendwelche giftigen Pestizide in das relativ beengte Terrarium einschleppe, ne? Also hat man so eine Pflanze im Haus, das Luftvolumen im Haus ist vielleicht auch nochmal was anderes wie in so einem kleinen Terrarium, wobei selbst im Haus möchte ich keine Pflanzen mit Pestiziden haben, ehrlich gesagt. Also da würde ich euch bitten, seid ein bisschen vorsichtig oder ihr bezieht euch selber solche Ableger, ne? Dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann habt ihr eine tolle Terrarienbepflanzung. Was auch eine tolle Terrarienpflanze ist, ist dieser Golliwog, sagt man dazu. Auf Deutsch heißt der kriechendes Schönpolster, ne? Ein bisschen witziger Name, kriechendes Schönpolster. Aber eigentlich umgangssprachlich Golliwog, wobei man aufpassen muss, Golliwog ist, glaube ich, patentrechtlich geschützt oder sowas. Irgendjemand hat da sich irgendwelche Rechte dran gesichert an diesem Golliwog. Deswegen den Namen darf man, glaube ich, nur mit Vorsicht gebrauchen. Aber eine tolle Terrarienpflanze, wächst wie Unkraut, ist eigentlich so ein südamerikanisches Unkraut in Anführungsstrichen. Man kann es, hier haben wir es zum Beispiel in so einem kleinen Gecko-Terrarium, ne, irgendwo ist auch der Gecko drin. Da haben wir das so ein wenig angepflanzt, das wächst einfach da schön weiter in der Erde. Der Gecko, der geht da weder ran noch stören die sich gegenseitig. Wie gesagt, der verbessert da drin vielleicht ein bisschen das Klima. Was an dem Golliwog auch toll ist, es ist eine tolle Futterpflanze. Die Schildkröten fressen es unheimlich gern, Bartagamen fressen es, Dornschwanzagamen fressen es. Also es wird auch sehr gern als Futter angenommen. Das kann natürlich Vorteil und Nachteil sein, wenn man es bei den Schildkröten drin hat. Dann ist es innerhalb von kürzester Zeit weggefressen, beziehungsweise wir gehen hin, wenn wir es nicht verpassen, lassen wir es eine Weile drin stehen, dann fressen die ein bisschen dran rum, dann nehmen wir es raus und machen einen anderen Topf rein und lassen diesen Topf sich wieder erholen einige Zeit und dann stellen wir ihn wieder rein. So tauschen wir immer durch, dann hat man eine tolle Futterpflanze einerseits und andererseits, wie gesagt, eine Terrarienpflanze, die auch das Klima verbessert. Den kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Vorher kam noch die Frage hier auf, wegen irgendwelchen Insekten oder Ungeziefer einschleppen. Ich glaube, man kann sich durch echte Pflanzen nichts einschleppen, was eurem Terrarientier schaden kann, ne? Also selbst wenn ihr euch da irgendwelche Fliegen oder irgendwelche Milben, die da dran sind, vielleicht einschleppt oder Läuse oder weiß der Herrgott was. Das ist vielleicht unschön und ärgerlich oder habt ihr dann im Terrarium, aber es ist definitiv nichts, was eurer Schlange schadet, ne? Also vor sowas, dass ihr euch da was für die Schlange negativ oder fürs Terrarientier, fürs Reptil was Negatives einfangt, davor braucht ihr auf jeden Fall keine Angst zu haben. Wenn wir schon in die Richtung gehen, Pflanzen, beziehungsweise hier haben wir irgendwelche abgestorbenen Pflanzen, ne? Hier so Weinrebe, Kork ist ja der Klassiker in der Terroristik, oder das hier ist so ein Driftwood, so ein Stück Driftwood. Könnt ihr natürlich auch alles verwenden.
auch nochmal, es kommt auch häufig die Frage, muss ich das vorher behandeln, wenn ich das verwende? Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit Terraristik, da hat man so Sachen in den Backofen gemacht und abgekocht oder in kochendes Wasser oder in die Badewanne und 8000 Sachen, wie man es, oder in die Gefriertruhe. Meiner Meinung nach alles Quatsch. Also ich verwende alles so, wie ich es bekomme, mache ins Terrarium rein. Ich denke, glaube, meine, man kann sich da nichts für das Reptil Schlechtes einschleppen. Habe ich noch nie irgendwo was drüber gehört und gesehen. Sei es, ob ihr das jetzt irgendwo kauft, am liebsten natürlich bei uns kauft, oder aber als Alternative, die ich euch genauso nahelegen kann, wenn ihr in den Wald geht oder wenn ihr rausgeht aufs Feld und was weiß ich und irgendwelche schönen Hölzer findet oder irgendwelche schönen Äste oder so. Meines Wissens gibt es nichts, was ihr da großartig falsch machen könnt oder was ihr falsch machen könnt oder wie ihr euer Terrarientier gefährden könnt. Wie gesagt, abgesehen von der Giftigkeit, wenn das Terrarientier ein Pflanzenfresser ist, ne, da müsst ihr natürlich aufpassen. Aber wenn ihr oder so Sachen, da kann die Schildkröte oder da wird sie gar nicht dran rumnagen oder auch die Echse nicht dran rumnagen, weil sie sowas einfach nicht frisst. Da kann nichts passieren. Also holt euch auch ruhig von draußen was und mit dieser extreme Hygiene, was dies betrifft, glaube ich, da können wir einen Haken dran machen. Das ist übertrieben und unnötig. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.